Hi, wir sind Annika und Marco und im Frühjahr diesen Jahres haben wir eines unserer Top-Sehnsuchtsziele bereist: Australien. 5 Wochen lang haben wir auf einem unglaublich abwechslungsreichen Roadtrip den Bundesstaat Westaustralien erkundet. Der Bundesstaat ist ein wahres Juwel, der hier das Outback auf den Indischen Ozean trifft und so bizarre Landschaften formt, die eine einzigartige Kulisse auf deinem Roadtrip bieten. In diesem Video möchten wir mit dir unsere liebsten Orte und Sehenswürdigkeiten in Australien teilen. Willkommen zu unserer West Australia Top 11. Australien liegt von Deutschland aus gesehen einfach mal am anderen Ende der Welt. Western Australia, auch einfach nur WA genannt, ist mit einer Fläche von 2,5 Millionen Quadratkilometern der größte Bundesstaat Australiens und rund 1/3 so groß wie der gesamte Kontinent. In diesem vielfältigen Landstrich findest du traumhafte Strände, spektakuläre Schluchten, entspannte Städte und eine faszinierende Tierwelt. Und hier sind die unserer Meinung nach größten Highlights. Der Western Australia Roadtrip wird wahrscheinlich auch in der Hauptstadt Perth des Bundesstaates beginnen. Die am Swan River gelegene Stadt ist die einzige Metropole in WA und die sonnigste Stadt Westaustraliens, was sie zu einem perfekten Ganzjahresziel macht. Die Stadt mit ihrem chilligen Vibe ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Das größte Highlight liegt jedoch nur eine kurze Fährfahrt entfernt, die Insel Rottnest Island. Auf dem kleinen Island vor der Stadt ist das Fahrrad das Fortbewegungsmittel Nummer 1 und du kannst entlang malerischer Buchten entspannt radeln, spektakuläre Ausblicke genießen und in türkisblauen Buchten baden und schnorcheln. Die größte Attraktion der Insel sind jedoch ihre niedlichen Bewohner, die Quokkas. Auf Rottnest Island findest du die größte Population dieser kleinen Känguruart und ein Selfie mit den kleinen Beuteltieren steht bei den meisten Besuchern ganz oben mit auf der Bucketliste. Nur rund 3 Stunden von Perth entfernt liegt der Ort Heiden. Hier befindet sich eine einzigartige Felsformation, der sogenannte Reef Rock. Dieser 110 Meter hohe Fels ist wie eine gigantische Meereswelle geformt und nicht nur für Geologen interessant, sondern auch ein besonderer Touristenmagnet. Hier solltest du auch unbedingt den Weg auf den Felsen hinaufwandern, um die weite Aussicht auf die flache Umgebung zu genießen. Die Curry- und Red-Tingle-Bäume sind Eukalyptusarten, die zu den größten Bäumen dieser Erde gehören. Die majestätischen Bäume können bis zu 90 Meter hoch werden. Wenn du schwindelfrei bist, kannst du sogar ein paar Exemplare persönlich erklimmen oder du wanderst zwischen den hohen Baumwipfeln auf dem Treetop Walk entlang oder genießt die einzigartige Natur bei einem Spaziergang auf dem kostenlosen Ancient Empire Trail vom Boden aus. Die faszinierende Wüstenlandschaft liegt nördlich von Perth und beeindruckt mit ihren unzähligen, bizarr geformten Säulen aus Kalkstein, die bis zu 3 Meter hoch sind. Diese einzigartige Kulisse solltest du am besten am frühen Morgen erkunden, da das goldene Licht die Steinsäulen besonders fotogen macht. Du kannst entweder mit dem Auto durch diese Wüstenlandschaft fahren und an verschiedenen Haltepunkten aussteigen, oder du erkundest das Highlight des Nambook Nationalparks zu Fuß, wobei diese surreale Landschaft einfach noch mehr fasziniert. Alle Infos zu unserer Rundreise durch Westaustralien sowie die Highlights des Bundesstaates kannst du übrigens auch auf unserem Blog www.30tage-reisen.de nachlesen, den wir dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Die Sharks Bay Area ist eine außergewöhnliche Küstenregion, die die größten Seegraswiesen der Welt beherbergt und zur UNESCO-Welterbe gehört. Besonders empfehlen können wir dir dabei einen Besuch des Eagle Bluff, wo du von der Steilküste aus Seekühe, Haie, Schildkröten und Mantarochen im Meer beobachten kannst. Das absolute Highlight der Region ist jedoch ein Besuch des Shell Beaches. Dieser besteht meterhoch aus Schalen von Herzmuscheln und gehört unserer Meinung nach zu den abgefahrensten Fotospots Westaustraliens.
Die kleine und abgelegene Stadt Coral Bay ist das Tor zu einem der größten und schönsten Korallenriffe unseres Planeten. Direkt vor der Küste erstreckt sich das Gningala Reef. Das Riff liegt dabei so nah an der Küste, dass du in Coral Bay direkt vom Strand aus mit dem Schnorcheln loslegen kannst. Tauche also ein in dieses kristallklare Wasser und entdecke die absolut fantastische Unterwasserwelt des Gningala Reefs. Die Hutt Lagoon, welche auch als Pink Lake bekannt ist eines der krassesten Fotomotive, welche wir bislang gesehen haben. Der Salzsee verdankt seine pinke Färbung einer speziellen Algenart. Je nach Sonneneinstrahlung und Salzgehalt variiert die Farbe von einem hellen Rosé bis hin zu einem dunklen Rot. Falls du eine besitzt, bring auf jeden Fall deine Drohne mit, denn der Kontrast zu den weißen Salzablagerungen wird aus der Luft besonders deutlich. Der Calbury National Park muss einfach auf deiner Liste, auf deiner Rundreise durch WA stehen. Der rund 1800 Quadratkilometer große Park bietet dir im Inland tiefrote Felsen und spektakuläre Schluchten entlang des Flusses. Entlang des Meeres bietet dir die schroffe, aber wunderschöne Steilküste atemberaubende Aussichten auf den weiten Ozean. In der Zeit von Juli bis Oktober kannst du von hier aus sogar Wale beobachten. Falls dir dieses Video bis hierhin schon weiterhelfen konnte, einen Eindruck von der Schönheit Western Australias zu bekommen, lass gerne ein Like da. Darüber freuen nicht nur wir uns wahnsinnig, sondern es pusht auch den YouTube-Algorithmus, sodass dieses Video auch anderen Reisebegeisterten bei ihrer Australien-Reiseplanung helfen kann. Der Cape Le Grand Nationalpark nahe der Stadt Esperance im Süden von WA ist der nächste Nationalpark, der uns einfach den Atem verschlagen hat. Hier findest du die schönsten, weißesten Strände, die wir je gesehen haben, und es gibt atemberaubend schöne Buchten mit türkisblauem, klarem Wasser. Zur schönsten Bucht gehört sicherlich die Lucky Bay, welche den für uns auch schönsten Campground unserer Reise beherbergte. Im Cape Le Grand kannst du jedoch nicht nur Strände besuchen, sondern auch herrliche Wanderungen mit spektakulären Ausblicken unternehmen. Um den perfekten Überblick zu bekommen, können wir dir den kurzen, jedoch steilen Aufstieg auf den Frenchman's Peak wärmstens empfehlen. Der vielleicht schönste Ort in Westaustralien ist natürlich auch ein Nationalpark. Der Cape Range National Park nahe des Ortes Exmouth im Norden des Bundesstaates bietet unserer Meinung nach alles, was Western Australia so besonders macht. Die Halbinsel, auf der sich der Park über 50 Kilometer erstreckt, gehört zu einer der ältesten besiedelten Regionen von Jahrtausend Jahre alter Bedeutung. Bietet dir tolle Wandermöglichkeiten durch tiefe und schroffe Schluchten, breite, wunderschöne Strände und ist zugleich Heimat der schönsten Schnorchelplätze Australiens. Egal, ob du der Sandy Bay, Oyster Stacks oder der beliebten Turkis Bay einen Besuch abstattest, hier wirst du bei jedem Schnorchelgang die unglaubliche Unterwasserwelt des Gningala Reefs in seiner ganzen Schönheit erleben. Damit sind wir auch schon bei dem Highlight in Western Australia, welches kein konkreter Ort ist. Und zwar sind es die faszinierenden Tierbegegnungen, die du hier erleben kannst. Nicht nur bunte Kakadus, lachende Kookaburras, große Emus, niedliche Quokkas oder kultige Kängurus. Vor allem die Unterwasserwelt vor der australischen Küste ist einfach unvergleichlich einzigartig. Wir haben nicht nur tausende Fische und Co. bei unseren Schnorchelgängen erleben dürfen, sondern sind auf 2 Ausflügen ganz besonderen Meeresbewohnern begegnet. In Exmouth sind wir mit den größten Fischen unseres Planeten, den Walhaien, geschnorchelt. Diese besuchen jährlich zwischen März und August das Gningala Reef, um sich hier im Überfluss der Korallenblüte satt zu fressen. An der Südküste hingegen haben wir starkem Wellengang getrotzt und dafür Orcas ganz nah sehen können. Gleich mehrere Familien von den eindrucksvollen schwarz-weißen Walen sind uns auf unserer Tour begegnet und haben unsere Australienreise unvergesslich gemacht. Übrigens, in unseren 5 Wochen australischem Vanlife sind wir nur einer einzigen Schlange begegnet. Du musst also keine Panik vor den giftigen Tieren in Down Under haben, auch wenn du natürlich stets umsichtig sein solltest. Im nächsten Video teilen wir mit dir alle Tipps für deinen gelungenen Australien-Trip.
geben dir die Infos zur besten Reisezeit, zeigen dir, wie die Einreise funktioniert, welche Route wir dir empfehlen können und vor allem, was eine Reise nach Australien kostet. Falls du das nicht verpassen möchtest oder noch Reisetipps zu anderen Destinationen suchst, abonniere unbedingt den Kanal. Und wenn du von den einzelnen Highlights in Westaustralien und dem australischen Vanlife noch mehr wissen möchtest, schau gerne auf unserer Australien-Playlist vorbei. Viel Spaß bei deiner Australien-Reiseplanung und bis zum nächsten Video.